Was wiederum schlecht ist. Ich weiß, dass du es glauben willst. Muss komplett um 100 Eigentlich reichen ja 90 Das Grad. reicht ja nur zum Aufstellen oder ein bisschen drüber, dass es von alleine steht und du da arbeiten kannst. Ja, wie gesagt, arbeiten. Das sind Chinchkarren, ja. Darum, du brauchst nicht, dass du es komplett umlegen kannst. Mhm. Einfach so Viererglocken, genau. Aber viel Aufwand ist das für so einen Schatz. Du willst dann natürlich mal allein anbrauchen, dann ist das kein Ja, Aufwand. ja, ne, kein Aufwand ist falsch. Was bringt das jetzt genau, das Klopfere dann eigentlich? Dass jetzt um den Prozessor, der so schräg unter das Ding schaut, zu den Chinchkabel dazukommt. Dass man von den Formrohre gar nichts sieht, außer quasi die Vorderkanten, die dann lackiert sein soll, wo der Verstärker drauf sitzt. Hinten soll man es gar nicht sehen. Wie gesagt, rechts und links soll es abschließen. Das soll lackiert sein. Und die Kabel sollen unter dem Formrohr in einen Bogen aufkommen und direkt reingehen. Also da möchte ich so quasi einen Schlitz haben zwischen Formrohr und der Grundplatten. Dass man da nichts sieht. Das soll da drunter gehen und eben die einzelnen Kabel sollen aufgehen. Das ist aber nicht schade. Okay. So, der soll so in etwa reinkommen. Das ist so in etwa das, was ich mir vorstelle. Du kannst mit dem auch noch flacher werden, wenn es ist. Und dann soll er sich so aufklappen. Du kannst mit dem Prozessor noch flacher werden, dass du mit die Kabel legst. Kommt mit die Kabelschiene rein. Weil der ist jetzt Wurz. Ja, dann mache ich es jetzt nämlich einmal so. Ich schweiße das da und da an auf die Beilagescheibe. Dasselbe mache ich da drüben. Dann mache ich oben ein Verbindungsrohr. Aber das geht sich aus, wenn ich das gleich so mache, dann hätte ich da die Parallele. Verbinde das Ganze mal, dann halt ich, das wird schon mal so weit so stabil sein, dass ich mal einen Rahmen habe, den ich dann zueinander ausrichten kann. Und dann habe ich endlich was, wo ich messen kann. Ja, was du den fix drin hast, Dann tun wir mal viel leichter. geht's mir ab. Dann geht's ab. Okay, machen wir das so. Heute ist leider nicht so viel weitergegangen wie erwartet, zumindest vom Umbau. Der Riesenvorteil ist halt jetzt, ich weiß jetzt, wie ich das mache im Kofferraum. Der Max und der Pitti haben mir geholfen bei den Überlegungen. Ich weiß jetzt, wie ich das mache, mit den Verstärkern, wie das funktionieren kann, mit Prozessor, damit der Prozessor hinter die Verstärker reinschlupft. Das Ganze wird so funktionieren, die beiden Verstärker, die nebeneinander liegen, sind zum Hochklappen und man sieht dann quasi, wenn die Verstärker hochklappt sind, wie der Prozessor unter den linken Verstärker drunter schaut und man kann durch die Service-Luke zu den Cinch-Buchsen und zu den ganzen anderen wichtigen Sachen. Das heißt, man muss nicht jedes Mal alles komplett ausbauen, damit man zum Prozessor kommt. Also es ist alles dann frei zugänglich und ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie das geht. Es geht mir einfach darum, dass ich mir die Stufen reinlegen kann und die Höhe da ermitteln kann. Verstehst du? Holy moly! So, jetzt braucht man irgendwas Längliches,
wenn ich da mein Auge reinschmeiße, sehe ich, dass aber noch genug Platz ist da oben. Heute habe ich damit angefangen, das Grundstück zu bauen für meinen Verstärker und für den Prozessor. Das Ganze ist ganz schön schwierig gewesen, weil leider die Befestigungspunkte überhaupt nicht in einem Niveau zueinander sind und auch nicht in der Flucht. Das war ganz schön schwierig, da ein gemeinsames Niveau zu finden, auf das ich jetzt aufbauen kann. Ich bin ziemlich happy, dass das funktioniert hat. Mal schauen, wie es morgen weitergeht.